Hallo meine lieben Geschichtsfreunde. Heute will ich euch über die Entstehung der Bilanz ein bisschen erzählen. Ich weiß, dass dies nicht der Traum von den meisten ist und viele werden es wohl langweilig finden. Ich meine, es ist nicht so langweilig. Hierbei möchte ich nicht über Gesetze oder die technischen Angaben, wie eine Bilanz aussieht, fachlich thematisieren. Es soll nur eine kleine Unterhaltung über die historische Entwicklung sein. Mir macht es Spaß, darüber zu reden. Hört ihr euch das auch gerne an? Um tiefer und mehr über historische Abwicklungen zu erfahren, brauche ich eure Unterstützung. Mit einem Daumen hoch oder ein Abo, die kostenlos ist, könnt ihr mir helfen, solche Recherchen durchzuführen. Ich habe noch weitere Projekte, die ich gerne machen möchte, zum Beispiel über die Geschichte von Fußball oder vom Schach zu erzählen. Es gibt noch so viel zu entdecken. Ich habe nur eine kleine Nische, die ich gerne ausfüllen möchte. Mein Steckenpferd wird weiterhin die deutsch-türkische Geschichte sein, sowie die Geschichte über das Rechnungswesen. In den vorherigen Videos habe ich eine Zeittafel für die Entwicklung des Rechnungswesens angegeben. Jetzt versuche ich sie mit mehr und detaillierten Fakten auszufüllen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch die alten Videos anschauen würdet. So, der erste bekannte Ursprung der doppelten Buchhaltung wurde von Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi entwickelt. Was viele nicht wissen, von seinem latinisierten Namen Algorithmi ist der Begriff Algorithmus abgeleitet und besagt, was genau definierte Rechenverfahren ist, so die Definition. Außerdem gilt er als der Vater der Algebra. Er lebte etwa im 8. Jahrhundert nach neuerer Zeitung in Persien. Der Grund für die Entwicklung der doppelten Buchung war ein einfacher Nachlass einer muslimischen Person zu gestalten, um alle Schulden und Vermögenswerte in einem System darzustellen. In seinem Buch behandelt er alle verschiedenen algebraischen Themen und sein letztes Kapitel war der doppelten Buchführung gewidmet. Also er hat es selber entwickelt. Es ist von ihm selbst entwickelt worden, ohne dass er von wo anderen Informationen her hatte, nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft. Seine Arbeit zeigte, dass der linken und der rechten Seite des Gleichheitszeichens bei algebraischer Veränderung ausgleichen müssen. Genau die Buchhaltungsgleichung soll gleich haben, mit doppelten Einträgen zur Fehlerkontrolle. Um die doppelte Buchführung abzuschließen und alle Positionen abschließend zu erkennen, definierte Al-Khwarizmi die Gleichung, die Vermögenswerten als aktive und die Ansprüche als passive, so das Nettovermögen oder das Eigenkapital des Eigentümers ermittelt wird. Siehe die Bilanz. Außerdem hat er die Funktion der Erfolgskonten ermittelt, damit die Vermögensveränderung des Eigentümers berechnet werden kann. Das bedeutet die Ermittlung des Nettoeinkommens bzw. den Gewinn oder Verlust. Heute nennen wir das die Gewinn- und Verlustrechnung. Sein Werk der doppelten Buchführung wurden von Bankiers in Kairo verwendet, im Jahr 1100 ungefähr, zu der Blütezeit der wissenschaftlichen Durchführung und der islamischen Welt. Die bekannteste Aufzeichnung eines vollständigen Buchführungssystems, das erhalten war,
stammt aus dem Jahr 1340. Die sogenannten Messari-Konten, das sind in zweiseitiger Form geführte Konten mit Soll- und Habenbuchen sowie Saldovorträgen aus dem Vorjahr. Naja, angeblich hat 1494 von Luca Pacioli, der selber Mathematiker und Franziskanermönch war, die erste geschlossene Darstellung der venezianischen Methode veröffentlicht. Hier sollte kurz erwähnt werden, dass Pacioli ein Freund von Leonardo da Vinci gewesen war. Aber es stimmt nicht, dass er der Erste war, der eine geschlossene Darstellung der venezianischen Methode veröffentlicht, sondern ein gewisser Benedetto Cotrigli hat ein Werk von 4 Bänden im Jahr 1451 verfasst, welches unter anderem die doppelte Buchführung beinhaltete. Benedetto Cotriglis Werke wurden benutzt. Nur leider wurde sein Werk erst 1573 posthum veröffentlicht. Er war der erste Europäer, der über die doppelte Buchhaltung geschrieben hat. Er selbst war gelernter Kaufmann und beobachtete die damals gebräuchlichen Buchhaltungsmethoden. Und er hat sie nicht mathematisch selber entdeckt. Für die Verbreitung der doppelten Buchführung in Europa ist Pacioli verantwortlich. Er schrieb das Buch nicht in Lateinisch, sondern in italienischer Umgangssprache, so dass fast alle, die lesen und schreiben konnten, der Italienischen mächtig waren. Durch die Erfindung des Buchdrucks sind die Kosten nochmals gesunken und viel leichter zu erhalten, so dass viele es kaufen und noch mehr lesen konnten. Wie gesagt, ich habe hier die eurozentristische Sichtweise dargestellt. Im weiteren Verlauf werden wir noch die weiteren Entwicklungen des Rechnungswesens aus der Sicht der Hindus, der Juden, der Christen und der Muslime betrachten. Aber auch das Rechnungswesen der Hunnen, der Göktürken oder Himmelstürken, der Uiguren und vieles mehr sind Aspekte meiner Recherche. Ich hoffe, der kleine Einblick hat eure Neugier geweckt. So viel für heute. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund.